powered by Unreal Engine. Funcom. Der Park. Und wir starten ein neues Spiel. Funcom präsentiert. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Ja, als liebende Mutter müssen wir Mr. Bear jetzt suchen. Wir sind in einem Freizeitpark, wo auch immer der sein soll. Wahrscheinlich dahinter, hinter dem Berg. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob wir Mr. Bear vielleicht in der Fundkiste oder so finden. Wäre ja schon sehr gut. Ich meine, so als liebende Mutter. Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Oh, aber der Park schließt. Das ist schlecht. Wir müssen doch noch rein. Wir müssen Mr. Bear suchen. Tafel untersuchen. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Okay, sein absoluter Lieblingsort. Und er wurde an dem Tag geboren, an dem der Tag eröffnet wurde. Das ist ja mal ein Zufall. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Und natürlich ist unser Sohn in den Park gelaufen. Ich kann's verstehen, er sucht nach Mr. Bear. Na gut. Callum, I told you to wait in the car. Come on, Mommy. Yeah, yeah, wir kommen. Atlantic Island Park. Da liegt noch was. Hm? Callum, where are you going? Catch me, Mommy. Welcome to the Atlantic Island Park. Na gut. Na, wie komme ich raus jetzt? Und es geht erstmal mit einer Rolltreppe nach oben. Hey, Callum, warte auf mich. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention, employees. The park is now closed. Have a safe journey home. Okay, das ging jetzt schnell. Okay. Der Park hat also geschlossen.
Es ist alles dunkel. Oh God. The park. What happened here? Ja, das wüsste ich auch gerne, was hier passiert ist. Und vor allem, kommen wir wieder runter? Nein. Callum! Where did you go? Wo ist denn unser Kind? Und vor allem, wo ist Mr. Bear? You can't catch me. Kleiner? Kleiner? Hey! Wo läuft er hin? Stop, Callum! Over here. Ist er da reingegangen? Callum, come back here right now! This way, Mommy. Okay, irgendwas passiert hier. Irgendwas passiert hier. Callum, tell Mommy where you are. This way. Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Okay, also da sollten wir nicht reingehen. Callum! Come on, this way. Yeah, hier lang, hier lang. Kleiner, kommst du mal zurück? Ja. Da liegt ein Schuh. Nein, es ist kalt. I think this belongs to Callum. Der Kleine wird doch jetzt nicht ohne Schuhe weiterlaufen. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Yeah. Kann ich aufs Klo gehen? Nein. Schade. Handschriftliche Notiz What's lesen. this? Der Beginn von etwas Großartigem, hm? Callum, wo bist du? Stop! Callum! Over here. Over here. Du wirst doch jetzt nicht die Attraktion gefahren sein. Tunnel of Callum, Tales. stay where you are! Oh nein, da vorne fährt er. Also gut. Die logische Konsequenz wäre, wir bleiben hier stehen. Andererseits sollten wir ihm hinterherfahren. Aber ich weiß ja nicht, ob der Ausgang hier auch ist. Wir fahren ihm einfach mal hinterher. Wir fahren mit dem Schwan. In den Tunnel der Märchen. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl. Warum nur? Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut
and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. "Tomorrow I will take them into the woods myself," the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. "Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house?" An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. "Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you." But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. "Come, children, don't be afraid. I have something for you." The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. "You see, nothing to fear here. Come inside," the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. "Your brother will make a good mouthful," the old witch told Gretel. "Once he is fattened up, I shall feast upon him." Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. "Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven." But Gretel pretended not to understand. "I do not know how. Where is the opening?" "Fool!" the old witch said. "The opening is here." And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled,
and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Okay. 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 Ich tu dir nix. Tust du mir auch nix? Alter Schwede, was für ein brutales Märchen. Alter Schwede. Where's my boy? Ja, das ist eine gute Frage. Wie, ich Hansel and wüsste Gretel. nicht. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy. Looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Oh. Anscheinend geht's denen auch nicht so This gut. isn't a game, Callum. Lichter sollten sich nicht so verhalten. Another accident. This place. Ein Unfall. Da ist doch Mr. Bear. Mr. Bear, warum machen Sie sowas und warum hat der einen Dolch in seinem Auge stecken? Callum! This way, Mommy. Ja, this way, Mami. Ja, also komm zurück. Please, Callum, tell me where you are. Catch me, Mommy. Nicht fang mich, Mami. Komm zurück. Jetzt. Oh mein Gott. Ja, für das, dass der Park zu hat, ist ja ganz schön viel Action. Riesenrad dreht sich, die Krake dreht sich. Alles am Funktionieren. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. Jetzt stellt sie mir nur eine Frage. Können wir dieses Ding fahren? Oh, wir können damit fahren. Ah, hier können wir sogar. Können wir? I can't get on while it's moving. Ja, wusste ich. Solange das Ding fährt, kann ich damit nicht fahren. Ist klar. Weiß ich. Deshalb stelle ich es ja gerade ab. Alter, der ganze Müll hier. Was ist mit diesem Park passiert? Der war bestimmt mal wunderschön. Hui! Yippie! Yippie!
nicht so schnell, nicht so schnell. Oha. Alter, was ist das? Jetzt ist es weg. Alter Schwede, wer war das? Was war das? Oh oh. Er stand da gerade am Bedienpult. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, wer das war. Aber ich find's nicht gut. Oh, I remember this. Callum und ich. Don't hide from me, Callum! Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Okay, ich bin mir nicht sicher, auf was die raus will, aber gut. Da steht doch jemand. I'm not playing anymore, Callum. Ihr könnt's ja lesen, wenn ihr wollt. Ach du Scheiße. Wow. Oh, Alter. Alter Schwede. Schnell weg. Lauf, 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 lauf. Alter, das ist kein Spaß mehr, hey. Come back. Autoscooter? Yay. Constant crashes and 80s music. I guess it floats someone's boat. Ja, irgendwem gefällt das bestimmt. Sehe ich auch so. Autoscooter finde ich klasse. Kann ich das aktivieren irgendwie? Nee. Schade. Da knarzt doch irgendwas. Da hinten ist ein... Oha, das hat Strom. Voll geil. Unfallbericht untersuchen. Okay.
Leute. What the hell? Das war doch... Und vor allem, warum leuchtet das nur? Das dürfte doch gar keinen Strom haben. Irgendwas läuft hier nicht so, wie es laufen soll. Abergläubische Mitarbeiter. Ich glaube nicht, dass die nur abergläubisch sind, so wie das hier läuft. Callum! Tell Mommy where you are! It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Ja, aber es ist verständlich, dass man... Ja, eigentlich nicht, aber... ich weiß auch nicht. Ich bin mir da einfach gerade unschlüssig. Ich werde noch nicht ganz schlau aus dieser netten Dame. Mommy is coming, Callum. Ein Baby schreit. Callum, where did you go? Ich kann doch bestimmt auch Riesenrad fahren. Ich verstehe zwar nicht warum. Unser Kleiner ist bestimmt nicht im Riesenrad. Aber irgendwie, ich meine, es ist ein Park, hallo? Ja, lass mal eine Runde Riesenrad fahren. Unser Kind ist gerade verloren gegangen, aber egal. Wunderschön. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Dawn and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Dawn was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Oh, das ist aber nicht so schön. Oh. Ich weiß nicht, es tut mir irgendwie ein bisschen leid. Okay. Wieder diese mysteriöse Gestalt. Und jetzt ist sie wieder weg.
Ich versteh's nicht. Oha. Fehlt da eine Gondel? Haben wir irgendwas verpasst? Da liegt doch eindeutig eine Gondel. Alter. So sollten sich Gondeln nicht verhalten. Where are you? Das hätte mich jetzt leicht umbringen können. A lot of Drüben ist people der idolize their Autoscooter. children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It'd serve the little fuck right if I just abandoned him. Okay, das finde ich jetzt wiederum nicht okay. Stay where you are! Gar nicht okay. Don't do it, Mommy. I always wanted to ride this one. Never got around to do it before. Das finde ich alles andere als okay, so wie die gerade über ihr Kind redet. Diese kleine Scheiße und hin und her. What the hell? Und wieder diese Gestalt. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Okay. Alter, was stimmt denn mit uns nicht? Alter, haben wir gerade mit der Achterbahn unseren Sohn überfahren? Und wollten wir ihn überhaupt haben? Es ist, irgendwie wirkt unser Charakter mittlerweile ein bisschen verrückt. Bisschen schizophren, oder? Na gut. Man soll ja keine Vorurteile haben, aber so langsam verurteile ich diese Dame. Hey, eine Taschenlampe! The witch awaits. Die Hexe wartet. Na gut. Na gut. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him.
I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. There will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Okay, das klingt jetzt alles andere als normal. Und dieses Tor hat sich eben geschlossen. Sind wir hier eingesperrt? Kann ich jetzt eine Zeitung lesen? Das mache ich jetzt nicht. Da komme ich nicht weiter. Das sind ganz viele Mr. Bären. Ich habe keine Ahnung. Sind wir jetzt eingesperrt? Können wir hinten irgendwas entdecken? Irgendwo? Bin mir nicht sicher. Muss ich die Zeitung lesen, um irgendwas zu triggern? The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Das Blut. Und da waren Vögel. Was hat dieses Blut hier zu bedeuten? Hier ist keins mehr, aber das war doch vorher noch nicht da. Hier ist auch Blut. Es geht nach hinten. Da liegt jemand. What the hell? Poor bastard. Who did this to him? Ich erwarte gleich, dass der mich anspringt, ehrlich gesagt. Okay. Das Parkmaskottchen. Ich will hier raus. Kann ich hier weiter? Kann ich hier raus? Anscheinend nicht. Muss ich denn noch irgendwas machen? Ist mit der Leiche irgendwas, dass wir da was untersuchen können? Hey, Pillen! These are mine. Okay. Da kommen wir nicht raus. What the hell? Alter, was sind das für gute Tabletten? Oha.
Alter. Hallo? Okay. Ich kehre um. Folgt er mir? Nein. Don't touch me. Alter. Alter, was sind das für Tabletten? What the hell? Wir kommen raus. Wir kommen raus. Oh God, no. Alter, meine Arme. Okay. Wir liegen am Boden. Immer noch. Es ist nichts passiert. Wir können einfach weiterlaufen, hoffe ich. Callum, where are you? The park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears, while a grinning carny pockets your hard-earned $5. What secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I've always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Inside of the Witch. Na gut. Gehen wir rein. Wir haben jetzt eine Taschenlampe. Oh oh. Wir sind jetzt in der Hexe. Es wird geladen. Okay. Bisher finde ich die Hexe noch nicht so gruselig. Ja. Sieht ein bisschen alles ein bisschen kaputt aus und so. Okay. Das Haus des Schreckens. Oh nö. Spiegel. Alter. Ist ja gut. Das hat mich gerade tatsächlich ein bisschen gerissen. Spiegel. Meine alten Feinde. Und da war doch gerade... Ich hinterfrag's am besten gar nicht. Wir laufen einfach mal weiter. Da war doch gerade dieses Maskottchen. Dieses verdammte Maskottchen. Das verfolgt mich. Das verfolgt mich schon seitdem ich im Park bin. Da ist wieder dieser... Aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe nur seinen Schatten. Dieser Mann mit Hut. Komme ich da wieder zurück, oder?
Ne, hier war ich noch nicht, oder? Da ist auch nichts. Alter, offene Stromkabel. Wenn es die BG erfährt. Alter, so billige Jumpscares, aber wow. Gott, die sind so billig, aber hat der mich gerade erschreckt. Ist ja gut. Ist das Blut? Und es öffnen sich Türen von alleine. Das... Okay. Ein kleines Entlein, das ging schwimmen. Es geht abwärts mit uns. Oh! Eine Wohnung. Kinderzeichnung. Ist das unsere Wohnung? After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home, bittersweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum, did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Okay, wir können eine Mütze untersuchen. Ja, scheint nicht so spektakulär. Alter, ein ziemlich trostloses Haus. Können wir den öffnen? Ah, zumindest ein paar Äpfel. Ein Wein. Ja, ist doch gut. Ist Gott, was die hat? Die lebt doch den Luxustraum. Oh, spannend. Sehr spannend. Ich meine natürlich, lass mal weitergehen und gucken. Bevor da irgendwann noch die Tussi aus der Ring aus dem Fernseher kommt. Na gut. Exit. Hier waren wir doch schon mal. Das ist genau der Gang, in dem wir gerade eben waren. Das ist genau das gleiche Zimmer, in dem wir gerade eben waren. Scheiße. Ich hab da so ein Gefühl. Also
ist aber kein gutes. Ich fass den nicht an. Alles gut. Ich glaube, wir haben gerade irgendwie so einen Psychotrip. Wir hätten mal die Tabletten nehmen sollen, ne? Alter. Oh nein. Das ist jetzt unser Abstieg in den Wahnsinn, oder? Okay. Es ist kaputt. Es wird alles kaputter. Das ist definitiv unser Abstieg in den Wahnsinn. Remember more pills. Blutspuren. Noch mehr Blutspuren. What have you done with him? Noch mehr Blutspuren. Okay. Und diesmal... Oha! Okay, diesmal ist die Tür bereits offen. Nein. Aufgehängte Puppen. Alter, kann das Spiel noch gruseliger werden? Bisher war es ja nur ganz okay, aber wow. Ich hasse Puppen in Videospielen. Und sie sind überall. Alter, sogar im Ofen. Okay. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Okay. Anscheinend dürfen wir wieder raus. Hat sich hier irgendwas verändert? Bin mir nicht sicher. Alter, und diese Kindermusik. Das geht jetzt gerade ganz schön alles Substanz, ey. Wow. Was ist nur los mit diesem Spiel? Okay, die Puppen sind weg. Die Haken hängen noch. Überall Blut. Es läuft von den Wänden. Die Wände bluten. Oha! Ach du Scheiße. Da hängen Leute. Und das Baby im Ofen brennt.
Alter, was passiert hier? Okay. Ist der Albtraum vorbei? Ich glaub's irgendwie nicht. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. 2 children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Sind wir die Hexe? Das ist doch alles nicht normal hier gerade. What the hell? Ich erwarte gerade irgendwie, dass jetzt irgendwas passiert. Hänsel und Gretel. Und damit öffnen wir einen geheimen Gang. Und bin mir nicht sicher, ob mir das jetzt gerade gefällt. Callum. Callum! Callum. Callum. Callum! Nein. Nein. Nein, das hast du nicht getan. Das hast du jetzt nicht getan. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Alter Schwede, das war jetzt gerade krass. Alter. Vor allem gegen Ende. So am Anfang so ein seichter Vergnügungspark im Dunkeln. Alles gut, aber jetzt... Alter, das Ende. Vor allem das Ende. Sie hat ihn doch nicht. Und dieses Maskottchen, was uns da die ganze Zeit verfolgt hat. Das geht ja überhaupt nicht. Also am Anfang dachte ich ja, sie ist eine liebevolle, fürsorgliche Mutter, aber das, was dann passierte... Alter, wie gestört. Wie gestört.
Naja. Das war der Park mit mir, Suicidecat. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.